Ja, Checkliste krankheitsbedingte Kündigung. Worauf muss man achten beim Thema Krankheitskündigung? Mein Name ist Rechtsanwalt Dr. Martin Hensch. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und heute geht es um diese praktisch wichtige Kündigung im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes. Ja, Kündigungsschutz und Krankheit. Es gibt ja 3 Möglichkeiten, eine Kündigung im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes zu rechtfertigen als Arbeitgeber. Also wenn man mehr als 10 Mitarbeiter hat und es geht um einen Arbeitnehmer, der länger als ein halbes Jahr beschäftigt ist, dann kann man ja nicht einfach so ordentlich kündigen, sondern braucht eine soziale Rechtfertigung. Eine der 3 anerkannten, vom Gesetz akzeptierten Rechtfertigungen ist die personenbedingte Begründung und die Krankheitskündigung ist ein solcher personenbedingter Kündigungsgrund. Da geht es also darum, dass man dem Arbeitnehmer nicht Pflichtvorwürfe macht. Es geht nicht um betriebsbedingte Restrukturierungen. Es geht einfach darum, dass man aus individuellen persönlichen Gründen nicht mehr mithalten kann. Und das wäre halt im Falle häufiger Erkrankungen so. Hier geht es im Folgenden um die häufigen Kurzerkrankungen. Das ist das, was in der Praxis ganz im Vordergrund steht. Also man ist hier mal eine Woche, dort mal 2 Wochen krank, dann auch wieder mal 3 Tage. Und am Ende des Jahres, des 12-Monats-Zeitraums, stellt man fest, das hat sich aufsummiert, nicht? Das sind also deutlich mehr als 6 Wochen. Dann hat man eine negative Gesundheitsprognose und die kann man möglicherweise entkräften vor Gericht. Also man muss halt zurückschauen, das verlangt die Rechtsprechung im Ausgangspunkt erstmal die letzten 36 Monate. Wenn der Betreffende noch nicht so ganz so lange dabei ist, würden auch 2 Jahre genügen. Und dann muss halt immer im 12-Monats-Durchschnitt müssen deutlich mehr als 6 Wochen Fehlzeiten zusammenkommen, die der Arbeitgeber auch bezahlen muss. Also etwaiger Krankengeldbezug wäre rauszurechnen. Also das zählt nicht mit, es sind die bezahlten Fehlzeiten. Und die müssen halt für die Zukunft eine Negativprognose rechtfertigen. Da wird vor Gericht im Falle des Kündigungsschutzverfahrens dann darüber gestritten, wie ist es denn, wenn das immer verschiedenste Krankheitsursachen waren. Also man hat mal eine Verstauchung, man hat mal eine Grippe, man hat mal Corona, man hat mal, ein Rückenproblem. Und es sind aber sehr heterogene Krankheitsursachen. Dann kann man sagen, die sind alle folgenlos ausgeheilt. Das heißt, auf den ersten Blick, wenn man die Krankheitsursachen nicht kennt, würde man sagen, der wird künftig häufig krank sein. Aber nein, wenn man dann die Krankheitsursachen sich genauer ansieht, ist die Prognose entkräftet. Angenommen, die Prognose ist nicht entkräftet, dann ist die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die finanziellen und betrieblichen Interessen des Arbeitgebers. In der Regel ist da nicht viel zu sagen, weil es ist klar, wenn jemand häufig krank ist, dann ist das Team belastet, es fallen Kosten an, das ist negativ. Und dann ist die Frage drittens Abwägung der beiderseitigen Interessen. Die Interessenabwägung geht meistens auch zugunsten des Arbeitgebers aus, wenn die ersten Voraussetzungen erfüllt sind, also Negativprognose und wirtschaftliche oder betriebliche Interessen sind beeinträchtigt. Dann kann dem Arbeitnehmer allerdings noch helfen, wenn er sagt, naja, hier gibt es ja die Möglichkeit, mich anderweitig zu beschäftigen auf einem anderen Arbeitsplatz, auf dem die Krankheitsanfälligkeit sich nicht so bemerkbar machen würde. Und hier sind wir beim Thema betrieblichem Eingliederungsmanagement, BEM, weil dazu ist der Arbeitgeber verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer in den letzten 12 Monaten länger als 6 Wochen krank war. Das ist ja praktisch identisch auch mit den Voraussetzungen einer Krankheitskündigung. Das heißt, wenn eine Krankheitskündigung in Betracht gezogen wird, dann ist eigentlich auch immer obligatorisch ein BEM durchzuführen. Macht das nicht der Arbeitgeber oder bietet es nicht zumindest an, dann sagt ihm das Gericht, naja, hier hast du einen Fehler gemacht, lieber Arbeitgeber. Du kannst dich jetzt nicht darauf berufen, dass es keine anderweitigen Einsatzmöglichkeiten gäbe, weil die herauszufinden ist ja gerade das Ziel des BEM. Hast du nicht gebämmt, dann wirst du so behandelt, als gäbe es solche anderen Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, die Krankheitskündigung ist dann im Ergebnis der Interessenabwägung unverhältnismäßig. Das liegt daran, dass der Arbeitgeber kein BEM durchgeführt hat. Ja, Tipps und Tricks. Arbeitnehmer sollten bei einem BEM im Krankheitsfall unbedingt mitmachen, weil es ist klar, hier ist eine Krankheitskündigung in der Pipeline und wenn man ein BEM mitmacht, dann hat man die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber da vielleicht Fehler gemacht hat, vielleicht hat das BEM zu früh abgebrochen, vielleicht ist man sich uneinig über das Ergebnis des BEMs. Und für Arbeitgeber gilt auf jeden Fall immer ein BEM anbieten, um Himmels Willen keine Krankheitskündigung ohne vorheriges BEM-Angebot aussprechen, möglicherweise auch das BEM-Angebot wiederholen und alles eben sorgfältig dokumentieren und bitte keine formalen Fehler machen beim Thema Einladung zum BEM. Ja,
Weitere Tipps und Tricks und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite www.hensche.de unter den einschlägigen Handbuchartikeln. Das ist Krankheitskündigung und BEM.